Ich gehe jetzt auf Bak Chang, meinen Kaffee trinken, bin ein Stückchen Wein gefahren und brauche mal eine Pause. Okay. Wenn es frei ist, kann man einfach fahren. Wenn etwas kommt, müssen wir hupen und auch einfach drauf losfahren. Das ist der einfachste Weg so. Wichtig ist, man darf nie stehen bleiben, nie rückwärts fahren oder irgendetwas Unvorhergesehenes machen. Das kommt nicht gut. Und wenn man die einfache Regel befolgt, ist es ganz einfach zum Fahren. Da. Was auch noch ist, es hat Ampeln. Oftmals haltet man sich dran, aber nicht die ganze Zeit. Also wenn es rot ist, dann haltet man mal rasch an, schaut, ob etwas kommt. Wenn nichts kommt, kann man weiterfahren. Wie gesagt, wir sind jetzt hier in Bak Chang und es ist eine der grösseren Städte da außerhalb von Hanoi und es ist eigentlich selten, dass man so schöne breite Straßen sieht. Also da haben wir jetzt eine zweispurige Straße und es ist doch gross. Selbst Hanoi hat eigentlich wieder so viele breite Straßen. Darum erstaunt es mich eigentlich ein bisschen, dass es da außen so viel Platz hat. Respektive, dass sie so grosse Straßen bauen. Und da kommt wunderbar durch. Und es ist tatsächlich möglich, zum freundlich hupen, nicht so wie bei uns in der Schweiz, wo es einfach heisst Arschloch. Nein, das heisst noch nicht, gar nicht. Das heisst eher Achtung, ich komme. Und was man da oben auch sieht, ist hat oftmals so ein Zähler, der runterläuft. Man dürfte jetzt eigentlich auch sogar nach rechts abbiegen. Rechts abbiegen darf man eigentlich immer. Und ja, wenn der Countdown abgelaufen ist, dann ähnelt es amix wie in einem Formel-1-Rennen, wo alle losfahren und ein riesen Chaos und ein riesen Lärm und so, irgendwo da müsste es sicherlich irgendwo einen Kaffee haben.
muss immer ein bisschen schauen, wo das man ist, weil jede Straße verkauft oder hat etwa das Gleiche. Sprich, es gibt eine Straße, wo es Automechaniker gibt, es gibt eine Straße, wo sie Seidenschalen verkaufen und so weiter. Ja, auf der linken Seite verkaufen sie gerade Möbel und das. Eben, wie man sieht, es ist relativ einfach zum Fahren hier. Das sind Schüler da rechts. Die haben gerade Mittagspause um die Zeit. Et voilà. Ah, Betonmischer verkaufen es auch, ja. Ah, was ich noch ganz vergessen habe zu sagen an dem TÜV ist, was auch ganz gut und genial ist und wirklich schon und wahrscheinlich auch ziemlich auch hilft, ist, dass der Blinker piepst. Wie man hört, es piepst und piepst, so wie wenn ein Lastwagen rückwärts fahren. Die Leute reagieren darauf. Ich habe gemerkt, dem ist es sicher ein Vorteil, wenn man so einen Blinker hat. Und was man auch sieht, es ist scheißegal, wie schnell man da fährt. Also man kann da in Vietnam Blocher holen, wenn man will, aber es ist nicht zu empfehlen, weil alles ist da relativ langsam. In der Stadt fährt man so Maximum mit 30 rum, ausserorts mit 70, 80, auch eigentlich nie schneller. Und dann geht das relativ gut. Man kann auch immer sein eigenes Tempo fahren, also man ist nie gezwungen, zum irgendwie schnell fahren und es ist auch ein bisschen entspannter dann. Links und rechts von mir, das haben wir jetzt leider nicht gesehen auf der Kamera, hat es 2 Rollerfahrer gehabt, die haben begeistert auf meine GoPro-Kamera geschaut, die ich da vor mir habe. Es ist immer noch eine Seltenheit da, dass irgendjemand eine Fotokamera oder Videokamera dabei hat und das auch filmt. Und es ist nicht einmal, dass man irgendwie auf dem TÜV mit sich selber redet. Es ist mehr, eben, wie es etwas Außergewöhnliches ist, die sehen das nicht oft da. Weil sie reden immer mit sich selber, respektive mit irgendjemandem am Telefon. Ständig am Telefon, ständig am Telefonieren. Egal ob beim Laufen, beim TÜV-Fahren, beim Autofahren oder sonst was. Und
Leute in Vietnam, die sind mehr gewunderig wie sonst irgendetwas. Also die sind weder neidisch noch sonst irgendetwas Schlechtes oder so. Sie sind einfach neugierig und schauen oft und kommen da und fragen und lange da und ja, sie sind einfach neugierig und kennen es nicht. Ich habe gemeint, irgendwo da hat es ein Kaffee vorne, aber bin mir nicht sicher. Das ist schwierig zu unterscheiden, ob es ein Kaffee ist oder ob es ein privater ist. Das ist irgendetwas, gehen wir nach rechts. So, ich bin wieder unterwegs. Ich war vorne in dem kleinen, herzigen Restaurant. Ich konnte leider nicht filmen, weil kaum bin ich da angekommen, ist schon der erste Kumpel gekommen und hat gefragt, ob ich etwas trinken will. Dann, ja, eins nach dem anderen passiert. Gar nicht mehr zum Filmen gekommen. Eigentlich wollte ich ein mega feines Sandwich filmen und zeigen, was da drinnen ist, aber ich werde sicher noch mal Gelegenheit dazu haben. Das kann ich zeigen. Ja, ich bin noch zum Tee eingeladen worden und zum Pfeifenrauchen. Das ist auch eine ganz lustige Sache. Das müssen wir hier mitmachen, das Pfeifenrauchen, anders geht es nicht. Es sieht aus wie ein wahnsinnig langes Bon. Dort steckt es vorne, also dort stoppt es vorne Tabak rein und zündet es an, zieht dran und dann ist das ein Zug gewesen. Ganz eine lustige Sache. So, jetzt habe ich mich da leicht verfahren leider und muss da wieder umkehren. Was ich noch gerne möchte erwähnen ist, ich bin von Hanoi losgefahren und dann von dort aus Richtung Nordosten. Und dort hat es eine Autobahn. Die Autobahn kann man fahren mit der TÜV und der Roller und den Velos. Es ist 70 und 90 auf dieser Autobahn. Gewisse Abschnitte darf man dann nicht fahren mit dem Roller. Es steht dann auch, dass man dort rausfahren muss und dann fährt man so eine Parallelstraße entlang, wo einem dann nachher dann wieder auf die Autobahn führt. So. Ist eigentlich eine ganz entspannte Sache. Als Töpffahrer müsste man sich immer ein bisschen auf der rechten Seite halten. Weil auf der linken Seite da fahren die Autos und die fahren zum Teil ziemlich schnell.
Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo es da eigentlich durchgeht. Ich muss da nochmal schnell schauen. Da vorne muss ich glaube ich wieder queren schnell, damit ich auf die richtige Straße komme. Ich habe noch 100 Kilometer vor mir bis zu meinem ersten Tagesziel. Das Tagesziel habe ich ausgewählt, weil es ziemlich schön sollte sein dort und auch schon etwas vom Norden soll zeigen. Es ist nicht allzu weit weg und das brauche ich jetzt einfach mal so ein bisschen als Referenz, um zu schauen, wie schnell dass ich vorwärts komme, mit Straßen sind und so Sachen. Und ich glaube, ich werde hier das Video dann aufhören. Wenn es etwas Spannendes gibt zum zeigen, schalte ich natürlich die Kamera wieder ein. Also, bis später.